Was ist dir eigentlich in deiner Beziehung am wichtigsten? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt und hast du darauf schon eine Antwort gefunden? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann kommt es manchmal auf die Tagesverfassung drauf an. Was ist mir am wichtigsten? Es gibt bei mir Tage, wo ich einfach Sicherheit brauche. Es gibt Tage, wo ich ganz viel Nähe brauche. Es gibt Tage, wo ich ganz viel arbeiten möchte und es gibt Tage, wo ich am liebsten nur draußen sein möchte. Und gibt es eine Möglichkeit, das zu erkennen? Funktioniere ich immer gleich? Und wie kann ich für mich die Möglichkeit schaffen, das zu leben, was ich gerade brauche? Hallo, mein Name ist Stefan Schwarz und in meinem Kanal geht es genau um Beziehungsthemen. Beziehung heißt nicht immer die Beziehung zu anderen, Beziehungen nach außen zu pflegen, sondern die Beziehung mit dir selbst, um mit dir in eine Beziehung zu kommen. Wenn wir uns die Frage anschauen, was brauchst du für deine Beziehung? Was brauchst du, um mit dir in Beziehung zu sein? Was erwartest du dir von der Beziehung mit deinem Partner? Das sind so elementare Fragen, die man sich schon einmal gestellt haben müsste, sollte, könnte, weil es dir einfach viel Klarheit gibt. Klarheit gibt, was möchte ich und was brauche ich, was tut mir gut. Auf diese Frage gibt es kein richtig, kein falsch, da gibt es keine Antwort, die mir gefallen muss oder die den anderen gefallen muss, sondern da gibt es einen Teil in dir, eine Stimme in dir, die gehört werden möchte. Und vielleicht können wir so in diesem Video hinschauen oder darauf eingehen, was ist diese Stimme oder was möchte sie dir sagen und wie kannst du mit dieser Stimme in Kontakt kommen. In meiner Beratung gibt es oft ein ganz tolles Beispiel und eine Methode, die ich gerne verwende, die nennt sich der leere Stuhl. Und zwar immer, wenn Menschen mit sich oder mit einem Anteil von ihnen in Kontakt gehen möchten. Zuletzt habe ich das mit jemandem gemacht, der Angst hat, panische Angst vor dem Zahnarzt. Und dem haben wir den leeren Stuhl gegenübergesetzt und haben von dem Teil der Angst, dem positiven Teil der Angst, was möchte dir die Angst sagen oder möchte dich die Angst vor etwas schützen, dort Platz nehmen lassen. Und es war einfach so schön zu erkennen, wie auf einmal es bleibt mir die Luft weg und ich glaube, die Angst will mich erdrücken, hin zu, boah, da entsteht ja was, da ist ja ein Teil mir gegenüber, der möchte mir was sagen und eigentlich möchte mich der auf was hinweisen, schützen oder einfach weiterentwickeln. Und über so eine Hürde drüber zu steigen, ist nicht immer leicht und nicht immer möglich, es selbst für jemanden zu tun, weil oft fehlen einem die Zugänge, oft fehlt einem das Konzept, wie tue ich dann weiter oder die Unsicherheit, wie steige ich ein, wie baue ich auf und wie geht es mir, wenn ich da an Emotionen komme und mich da in dem Prozess verliere und vielleicht bleibe ich ja da drinnen stecken. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest dir sowas anschauen oder einen Teil kennenlernen, dann hol dir einfach externe Unterstützung von einem Berater, von einem Coach, von einem Psychotherapeuten, der dir den Rahmen gibt und den Raum gibt, genau dorthin zu sehen, auf diese Stimme zu hören. Es ist nicht nur oft der Hinweis, was brauchen wir, wie zum Beispiel, ich habe einmal gehört, das wäre wichtig, das könnte mich glücklich machen, sondern es ist vielmehr ein Gefühl. Der Unterschied zwischen dem, was ich einmal gehört habe und zwischen dem, wie es sich anfühlen sollte, sind Welten. Du wirst vielleicht draufkommen oder schon erfahren haben, dass
ein Gefühl nicht manipulierbar ist. Ein Gefühl, das aus dir herauskommt, hast du eine Freude dazu, hast du eine Ablehnung dazu, hast du einen Drang, dorthin zu gehen oder was zu erleben, dann ist das Gefühl so stark, das kann man nicht manipulieren. Und da schlägt auch das Herz deine Prägungen und deine Glaubenssätze, weil dein Kopf gibt dir wahrscheinlich Sätze oder Informationen heraus, die es zu erreichen gilt, die man macht, weil es sich so gehört, weil das jeder schon so gemacht hat und weil es vielleicht Wünsche und Prägungen und Vorstellungen sind, die du irgendwann einmal gelebt hast. Das muss ich mir in meinem Alter erfüllen und das muss ich einmal erlebt haben. Und da kämpfen fast zwei Anteile in einem Menschen drinnen. Das Herz und der Kopf. Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Und wenn du verstehst, wo kommen denn meine Botschaften her und wer sendet denn als Kopf und wer sendet als Herz oder als Bauchgefühl und wie senden die beiden, dann hast du schon richtig viel von dir kennengelernt. Und wie das funktioniert, ist vielleicht auch ganz einfach zu beschreiben. Der Kopf sendet vorwiegend kritische Botschaften. Kritische im Sinne von, bist du dir sicher, dass du das kannst? Überlegst du noch einmal, schaffst du das wirklich? Braucht man das wirklich? Der Kopf ist auch so ein bisschen die Komfortzone. Das Hirn verschwendet nämlich nicht gerne neue oder Energie, Neues zu probieren oder neue Erfahrungen zu machen. Der Kopf schaltet gerne in den Automatikmodus, das machen wir so wie immer. So, jetzt gibt es das Herz. Das Herz hat oft ganz andere Ideen vom Leben oder von der Vorstellung, was Leben heißt oder was Vitalität heißt. Das Herz kennt diese Prägungen nicht oder weniger. Und das Herz würde nie kritisch zu dir senden. Die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Das Herz sendet immer liebevoll und herzlich zu dir. Und das sind immer Worte, die ermunternd, die dich bestätigen, die dich auf einen Weg bringen können, der viel mehr dir entspricht. Weil, wie gesagt, wir sind hier in den Prägungen, das ist beim Kopf zu dem einen und wir sind beim Herz, dort ist das Gefühl zu Hause. Und das ist so schön zu wissen, da gibt es ein Gefühl in mir, das brennt schon, ich möchte unbedingt eine Reise machen, ich möchte unbedingt in meiner Partnerschaft was erleben, ich möchte unbedingt mehr für mich machen können. Ich möchte auf dieses Yoga-Retreat fahren, das ich mir schon seit Jahren aussuche oder in einem Katalog schon gesehen habe. Also, und dieses Gefühl, das wirklich intrinsisch, also aus dir herauskommt, das so zu erfahren, da kannst du wissen, du darfst dich 100% auf dich verlassen, dass das Gefühl dich nicht kein Gefühl ist, das manipuliert ist oder von außen gesteuert ist, sondern ein Gefühl, das aus deiner Quelle kommt, das direkt aus dir herauskommt. Und das sind so Herzenswege. Das ist, wenn der ganze Körper kribbelt, dann entspricht es dir einfach. Und versuch es einmal wahrzunehmen auf diesen zwei Möglichkeiten. Wo kommt der Impuls her? Wo kommt der Wunsch her, was erleben zu wollen? Ist es der Kopf, der sagt, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir tun? Oder ist es das Herz, das sagt, das war ja gar nicht das Segelwochenende, ich würde viel lieber in die Natur alleine sein, in Ruhe sein. Versuch das einmal wahrzunehmen und einmal dich zu fragen, was wird es denn jetzt ehrlicherweise für dich denn sein? Und die Entscheidung, was du machst, wie du damit umgehst, das obliegt natürlich zu 100% dir, weil es geht nur um das herauszufinden, was geht denn da in dir vor. Und Wünsche und Bedürfnisse sind immer vielleicht auch vorsichtig zu sehen. Und natürlich haben wir alle Wünsche und Bedürfnisse und die sind ganz wichtig.
Und frag immer auch in deinem Herzen nach. Wie schaut es denn aus mit diesem Wunsch? Ist dieser Wunsch, ist dieses Bedürfnis, dieses Verlangen wirklich so groß danach, es unbedingt tun zu müssen? Und das Herz hat alle Impulse auf Ja. Dann wird dir wahrscheinlich nichts anderes überbleiben, als dem Weg deines Herzens zu folgen. Sobald es da aber Diskrepanz gibt zwischen Kopfinfo und Herzinfo, dann fang mal an zu überlegen oder auch aufzuschreiben, was ist so der Kopf? Welche Botschaften sendet der? Was möchte der? Krieg einmal Klarheit. Schreibe mal auf, schwarz auf weiß, damit du siehst, gegenüber steht die Info vom Kopf, von deinen Prägungen, aus deinen Glaubenssätzen, aus deinen Erfahrungen und daneben steht das Herz. Und hier kann es sein, dass es diesen Unterschied gibt zwischen dem, was möchte das Herz und was möchte der Kopf. Und diese einfach mal übereinander zu legen und die Klarheit zu bekommen, das ist einfach ganz was Wertvolles, was ich gerne mit dir teile, weil ich bin mir sicher, dass dieses Wissen, dieses Verständnis, wie man funktioniert, ganz was Essentielles ist. Und auch alles, was uns im Moment gerade betrifft, alles, was an Nachrichten an uns herankommt, alles, was uns Menschen erzählen, an uns herangetragen wird. Du entwickelst ein gewisses Gefühl dafür. Ist es jetzt, ich will nicht sagen ernsthaft, aber wie gehst du damit selber um? Der Kopf hat vielleicht die Info abgespeichert, die Information kommt jetzt von einem Freund, von einem Elternteil, von meinem Chef, dem möchte ich ja entsprechen und dem möchte ich ja gesehen werden und die Aufmerksamkeit bekommen oder die Anerkennung bekommen, dann werde ich den versuchen zu entsprechen. Nur wenn dein Herz da nicht mitzieht und dein Herz sagt, boah, du laufst da gerade in eine völlig verkehrte Richtung, du müsstest dich anders verhalten, du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl, wem gibst du die Führung und wie verhaltest du dich im Moment. Vielleicht darf sich auch das in Zukunft ändern oder anders zeigen in Zukunft, wo du einfach in dir die Klarheit hast, das ist jetzt eine Info, die fühlt sich für mich ganz anders an und die entspricht nicht dem, was ich für wahr halte. Somit hast du in deinem Stress, in deinem System die Möglichkeit, wirklich das zu entstressen, weil du deinem Gefühl, deinem Ich den Platz eingeräumt hast. Hey, da gibt es jetzt eine Info von außen, die müssen wir beachten oder müssen wir nicht beachten. Auf jeden Fall gibt es die Info, wie gehst du damit um? Und wenn du sagst, ist nicht wichtig, ist nicht relevant, dann verschwindet die Info. Wenn jetzt die Info kommt und dein Kopf sagt, ja um Gottes Willen, da müssen wir ja was tun, da müssen wir ja, da läuten ja alle Alarmglocken, dann wird dein Stress steigen, dann wird dein System in Alarmbereitschaft kippen. Und vielleicht ist es die Info gar nicht wert, du kannst das gar nicht ändern oder es ist nicht relevant für dich. Dann versuch dein System in Ruhe zu behalten. Ganz gezielt spreche ich da einfach Nachrichten an. Nachrichten haben nicht den Auftrag, uns mit Information zu versorgen, sondern einfach, sie geben uns Impulse, um uns einfach in eine gewisse Alarmbereitschaft zu bringen, um uns zu alarmieren. News, das heißt, du bist ständig bombardiert von Neuigkeiten. Nur stell dir die Frage, kann ich das nehmen? Haltet mein System das aus? Sind diese Nachrichten relevant? Brauche ich das? Brauche ich die Info? Oder möchte ich anders mit mir umgehen? Ruhiger mit mir umgehen, weil relevante Dinge kommen sowieso zu dir und werden an dich herangetragen. Und Relevantes wird auch immer im Feld dich erreichen. Wenn es dich nicht erreicht, war es nicht relevant.
Und wenn du mal was vergessen hast oder was überhört hast, übersehen hast, was ist passiert? Du hast vielleicht eine Info nicht gehabt oder du hast zur richtigen Zeit die Push-Notifications nicht eingeschaltet gehabt. Du hast zur richtigen Zeit vielleicht den Fernseher nicht eingeschaltet gehabt. Keine Ahnung. Schalt es aus, dreh es ab. Komm zu dir, komm zu deiner Ruhe, komm zu deiner Essenz und komm zu deiner Stimme. Die Stimme der Ruhe, der Einheit. Und vielleicht hilft dir das weiter in Zukunft einfacher zu entscheiden, besser bei dir zu sein und stärker in der Verbindung zu sein mit dir. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier einen Kommentar hinterlässt oder ein Like hinterlässt oder mir einfach sagst, was wünschst du dir für dich als nächstes Thema? Was ist relevant für dich? Wo möchtest du noch ein bisschen Info haben oder was fehlt dir oder mit was beschäftigst du dich gerade? Ich freue mich, wenn du diesen Beitrag teilst, likest, kommentierst, was auch immer, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.